von dem Lüfter. Hier sieht man, das Filter fließt durch diese Löcher. Der Wärmetauscher hat ein neues Teil bekommen. Und zwar ist es der Zulufteinlass mit wechselbarem Filter. Der besteht aus 5 Teilen. Der Abdeckplatte, das ist diese. Dem Filterhalter, das ist dieser hier mit den Löchern. Der Filtermatte, die ist jetzt hier nicht zu sehen. Und dem Rohrstutzen auf DN32 HT-Rohr. Das ist dieser hier. Das HT-Rohr sieht man hier im Hintergrund, das geht dann hier rein. In dem HT-Rohrstutzen ist dann noch eine HT-Rohrdichtung, die muss man aus einem gekauften HT-Rohr entnehmen und dann hier einsetzen. Alle Teile sind wie immer optimiert für die Herstellung auf dem 3D-Drucker. Das heißt, sie können ohne Support gedruckt werden. Deswegen gibt es hier am Rohrstutzen auch diese schrägen. Beim normalen HT-Rohr geht das ja fast gerade zur Seite. Und hier sind es so 45 Grad Schrägen, damit das eben gedruckt werden kann. Die Dichtung hält aber trotzdem da drin, das habe ich schon ausprobiert. Die Abdeckplatte kann eingefräst werden. Das sieht man hier einmal. Hier ist also das Holz ausgefräst. Die Abdeckplatte wird da reingesetzt und dann mit 3,5 mm Spaxschrauben befestigt. Das ist im Übrigen der Aufbau im Schnitt. Hier sieht man nochmal die Abdeckplatte, den Rohrstutzen, den Filterhalter und die Filtermatte kommt dann hier zwischen. Zur Installation des Zuluftstutzens oder des Zulufteinlasses braucht man eine Bohrung, und zwar sollte die 45 bis 50 mm im Durchmesser sein. Wie das zusammengebaut wird, das zeige ich euch jetzt an den 3D gedruckten Teilen. Hier seht ihr jetzt mal all die ausgedruckten Teile und auch die ausgeschnittene Filtermatte. Ich hatte jetzt keine 3,5 mm Spax, das sind kleinere, aber das reicht da zum Vorführen. Das ist der Filterhalter. Der hat eben diese Löcher und auch da, wo man den dreht an diesem Griff, den habe ich auch durchlöchert, damit möglichst viel Luft durchkommt. Ich hoffe, das sieht man. Das ist der Rohrstutzen auf HT32. In diese Nut kommt hinterher die Dichtung aus dem HT32 Rohr. Und das ist die Abdeckplatte. Hier kommt der Rohrstutzen drauf und dann kommt hier drauf, hier wird es dann auf die Holzplatte. Also hier ist schon das 50er Loch, wo dann hinterher der Rohrstutzen durchkommt. Und dann wird die Platte hier drauf geschraubt. Diese Filtermatte, die habe ich aus einer größeren Filtermatte ausgeschnitten. Die ist aus dem Aquaristikbereich. Ich hoffe mal, das funktioniert auch für Luft. Falls da jemand mehr Informationen hat, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Aber es war die einzige Filtermatte, die ich im Baumarkt gefunden habe. Ja, hier ist dann noch das HT-Rohr. Da werde ich jetzt mal die Dichtung rausnehmen und in den Rohrstutzen einsetzen. So, das ist jetzt die Dichtung aus dem HT-Rohr und die kommt jetzt in den 3D gedruckten Rohrstutzen rein. So, ich hoffe, das sieht man einigermaßen. Damit man die Rohre später nochmal auseinander kriegt, kommt jetzt ein bisschen Seife auf die Dichtung.
Damit erhöht man die Chancen, hinterher das Rohr wieder rauszukriegen, extrem. Einfach nur die Dichtung so ein bisschen einseifen. Und schon kriegt man das Rohr hinterher wieder raus. Jetzt habe ich natürlich seifige Hände. Kleinen Moment. Und dann wahrscheinlich so, dass ich hinterher die Seife an den Händen habe und hinterher wahrscheinlich auch an den Teilen. Da habe ich nicht drüber nachgedacht. Aber jetzt geht es weiter. Und zwar kommt jetzt der Rohrstutzen in die Öffnung rein. Der kann sich hier noch so ein bisschen frei bewegen. Und auf den Rohrstutzen kommt dann die Abdeckplatte. Die muss ich jetzt ungefähr mal ausrichten. So, und jetzt wird die festgeschraubt. Okay, falscher Bit. Moment. Jetzt ein Bit wechseln. So, jetzt geht's weiter. So, hinlassen, gerade ausrichten. Hier habe ich jetzt einfach mal die Abdeckplatte nicht eingefräst zum Vorführen. Das ist ja nicht so wichtig. Bei der richtigen Installation wird das dann alles eingefräst und dann ist die Oberkante der Abdeckplatte auch gleichzeitig Oberkante vom Gehäuse. Dann sieht das Ganze schon ein bisschen netter aus. Und jetzt kann man wunderbar sehen, dass sich der Zuluftstutzen immer noch bewegen kann. Das heißt, man kann damit schon ganz gut Installationsabweichungen abfangen. Also wenn das Rohr ein bisschen anders ankommt, als man es ursprünglich geplant hat, dann kann man es immer noch hier verschieben. Ja, und jetzt kommt auf das Ganze der Filter drauf. Wird hier eingesetzt. Und dann kommt der Filterhalter drauf. Den am besten so ein bisschen gegen den Uhrzeigersinn erst drehen und dann festziehen. Beziehungsweise festziehen ist hier jetzt auch ein bisschen übertrieben, aber ist halt diese Oberfläche hier, wie man sieht, bis die Oberfläche bündig ist. Ja, und das ist es eigentlich schon. Jetzt kann das eben auf das Abluftrohr aufgesteckt werden. Das mache ich jetzt mal. So, hier ist das Abluftrohr. Brauche ich eigentlich beide Hände. Ich kann mal die Kamera aufstellen. So.
So. Ja, das wäre jetzt praktisch die Installation der Abluft, beziehungsweise hier ist Zuluft, aber Abluft ist ja genau das gleiche. Ich habe jetzt nochmal den Wärmetauscher angeschlossen und die Lüfter auf volle Leistung gestellt, und um nochmal zu gucken, wie viel da durchkommt. Also diesen Aquarustikfilter, den kann ich empfehlen. Da kommt noch jede Menge Luft durch, man kann das richtig spüren. Richtig guter Luftstrom. Und selbst wenn ich jetzt runterdrehe auf Stufe 3, die ist wirklich schon leise, da kommt immer noch was raus. Ein merklicher Luftstrom. Jetzt testen wir auf Stufe 2. Da merkt man jetzt nicht mehr so viel, aber kommt immer noch ein bisschen was raus. Ja, so kann man so machen. Das ist nochmal die Ansicht von dem Lüfter. Hier sieht man, das Filter fließt durch diese Löcher und da kommt dann eben die Luft raus.